Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Schätzchen hier, die Panasonic HCX 1500, habe ich nun schon fast seit 1,5 Jahren im Einsatz und man kann schon fast sagen, sie ist einer meiner täglichen Begleiter geworden. Was mir in ihr gefällt und was vielleicht dann nicht. Und alles, was ihr sonst über die Kamera noch wissen müsst, gibt es in diesem Video. Falls euch später nochmal ein bestimmter Punkt interessiert, habe ich solche Kapitelmarken gesetzt und da könnt ihr dann einfach genau dahin, wo ihr hin wollt. Ganz einfach könnt ihr natürlich auch diesen Kanal hier abonnieren, das würde mich wirklich sehr unterstützen und hat nebenbei auch den Vorteil, dass ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Sofern ihr natürlich die Glocke aktiviert habt. Design und Handhabung haben sich bei mir als nahezu ideal herausgestellt, wenn man mal hinter der Kamera steht. Man kann eigentlich fast alle Tasten mehr oder weniger schnell erreichen und besonders die integrierten ND-Filter sind draußen ein Segen und ich habe sie bei anderen Kameras schon regelrecht vermisst. Nun ist es aber so, dass ich mich ja hier zumeist selbst filme, aber auch dafür ist die Kamera wunderbar geeignet. Dank des Klappdisplays kann ich mich zunächst einmal selbst sehen und den Tonpegel überwachen. Wenn ich noch was einstellen will, dann gehe ich einfach kurz an die Seite. Um den Ton von der Aufnahme zu testen, liegen auch ein paar Kopfhörer immer griffbereit, aber wenn ich die Kamera hier nicht wegbewege, muss ich das eigentlich nie machen. Wichtigstes Zubehörteil für mich und eigentlich auch schon Teil der HCX 1500 ist der XLR-Handgriff. Dank ihm kann man die Kamera ganz bequem festhalten und hat noch 2 XLR-Eingänge mit Steuerungseinheit. Auch wenn ich das Kopflicht noch nicht so oft benutzt habe, ist es hin und wieder ganz praktisch. Kommen wir zum nächsten Punkt, Aufnehmen und Bildqualität. Ultra HD mit bis zu 60 und Full HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde sind möglich. Geschrieben werden können maximal 200 Mbit in MP4, MOV oder AVC HD. Die Optik ist mit f1.8 bei 25 mm zwar sehr lichtstark, der kleine Sensor trägt aber nicht unbedingt zum allerbesten Bild bei. Nah dran seid ihr aber mit bis zu 600 mm Brennweite umgerechnet auf Kleinbild auf jeden Fall. Mir reichen die Aufnahmefunktionen und die Bildqualität allemal aus. Ihr müsst eben bedenken, dass dieser Camcorder und Camcorder im Allgemeinen mehr Mittel zum Zweck sind. Man kann fast jedes Ereignis in guter, aber eben nicht extrem guter Qualität aufnehmen. Dafür wäre aber auch ein deutlich größerer Sensor notwendig und der würde eben auch eine deutlich größere Kamera mit einem deutlich kleineren Zoombereich zur Folge haben. Mit dem Ton und externen Mikros an der HCX 1500 hatte ich am Anfang so meine Probleme, mittlerweile sind die Ergebnisse aber mehr als ausreichend. Über die XLR-Eingänge ist die Qualität nochmal etwas besser. Wer aber noch besseren Ton braucht, muss zwangsläufig auf bessere Mikrofone umsteigen. In meinem Fall verwende ich das Rode Wireless Go 2 und das Sennheiser MKE 400 ebenfalls in der zweiten Generation. Neben den beiden XLR-Eingängen am Handgriff hat der Camcorder natürlich auch noch viele weitere Anschlüsse. Seitlich ein Mikrofoneingang, Fernauslöser und Micro-USB. Ja, Micro-USB leider, aber um ehrlich zu sein, habe ich den noch nie benutzt, denn die Anschlüsse hinten sind bei mir etwas höher frequentiert, gerade hier am Aufnahmetisch. HDMI, Netz und Kopfhöreranschluss sind bei mir sehr häufig in Benutzung, wie eben schon erwähnt. Das müsste aber gar nicht unbedingt der Fall sein, denn der Akku hält wirklich so lange, dass ich ihn noch nicht leer bekommen habe, aber an meinem Aufnahmesetup hier hängt die Kamera wie gesagt immer am Strom und der Akku ist ausgebaut. Die Fernsteuerung per App habe ich auch schon mal ausprobiert, aber ich brauche sie einfach nicht wirklich. Ebenso wie Streaming per Wi-Fi. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist die HCX 1500 für mich mehr als ausreichend. Ich habe sie aber eben auch mit dem Gedanken gekauft, dass ich sie viele Jahre nutzen kann und vielleicht in der Zukunft auch noch etwas professioneller hinter und vor der Kamera. Und die Kamera macht bis jetzt einen wirklich guten Job und es sieht wirklich auch alles danach aus, dass ich sie noch einige Jahre hier benutzen kann. Falls ihr euch jetzt aber fragt, Bruno, die Kamera ist ja toll, ich will die auch unbedingt haben, aber wie bediene ich sie denn jetzt? Wie soll das ganze Menü funktionieren? Ist das nicht total kompliziert? Jein, aber kein Problem für uns, denn hier an der Seite findet ihr ein Video, in dem ich euch zeige, was ihr alles im Menü wo einstellen könnt. Wir sehen uns hier jedenfalls in 2 Wochen zu einem neuen Video wieder. Ciao.